Herzlich willkommen bei der Grauthoff Türengruppe. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr eine stumpfe Tür mit dem Simons Bandsystem Tectus TE 340 montieren könnt. Hier nun ein kurzer Überblick über die Materialien, die du für die Montage benötigst. Für die optimale Arbeitshöhe verwendest du am besten eine Holzplatte, die du auf 2 Böcke legst. Nachdem du die Türzage ausgepackt hast, werden die Einzelteile mit Leim an den Gärungsschnittflächen versehen und anschließend mit Hilfe eines Flachdübels, auch genannt Lamello, verbunden. Die Eckverbindung sicherst du nun mit einem Eckverbinder, den du in die Topfbohrungen einsetzt. Nun verbindest du noch die Futterplatten. Dazu benötigst du die beigefügten Stahleckklammern. Um die Zage nun in der Maueröffnung zu fixieren, werden an den aufrechten Seiten die Türfutterrichtzwingen angebracht. Anschließend setzt du die Türspreizen ein, um einem möglichen Nachdrücken des Montageschaumes entgegenzuwirken. Nun montieren wir das Bandsystem Simons Tectus TE 340 an der Zage. Bevor du nun das komplette Bandsystem in die Fräsung einsetzt, lege unbedingt die beigefügten Distanzstücke in die Fräsungsecken ein. Nur so erzielst du eine Flächenbündigkeit des Bandsystems im Zagenfalz. Bevor du nun die Zage mit Montageschaum in der Wandöffnung fixierst, überprüfe noch einmal den lotrechten Sitz der Zage. Achte unbedingt auf ein korrektes Zagenfalzmaß. Dies ist besonders bei stumpfen Elementen wichtig. Nun fixierst du die Zage mit Montageschaum. Achte unbedingt darauf, dass ein 2-Komponenten-Montageschaum verwendet wird. Die Zeit, in der nun der Montageschaum aushärtet, kannst du sinnvoll nutzen und die Zierbekleidungen in Ruhe zusammenbauen. Denk auch dabei wieder unbedingt an den Einsatz von Weißleim. Nun schieben wir das Türblatt auf das Bandsystem. Anschließend wird es mit jeweils 2 Schrauben am oberen und unteren Band befestigt.
dieser Stelle überprüfen wir die Funktion des Türelementes. Zum Abschluss montierst du noch die Abdeckblenden auf das Bandsystem, damit die Verstellmechanik nicht mehr zu sehen ist. Nun montieren wir noch die Zierbekleidung an der Zarge. Die Montage des Türdrückers stellt den letzten Schritt dar und kann mit Hilfe einer Schablone korrekt montiert werden. Der Drücker muss dann nur noch aufgesetzt und festgeschraubt werden. Fertig ist der Einbau deiner neuen Tür. Eine ausführliche Montageanleitung zum Nachlesen findest du außerdem in der Videobeschreibung oder auf unserer Website unter www.grauthoff.com.